Hallo, heute möchte ich mal ein Video machen zu dem Thema Seele. Und zwar geht es auch um etwas, was mir widerfahren ist. Für mich ist es schon seit meiner Kindheit so, dass es für mich klar ist, dass hier nach unserem jetzigen Dasein als Mensch wir quasi weiterreisen, unsere lebendige Seele. Und es ist für mich auch seit meiner Kindheit klar oder logisch, dass wir auch als andere Wesen wiederkehren können, auch hier auf die Erde. Das heißt, unsere Seele kehrt zurück, aber als anderes Wesen, in einem anderen Körper. Ich glaube, dass nahezu alle Kinder diese Empfindung haben oder diesen Gedanken haben. Deshalb spielen auch alle Kinder, die irgendetwas spielen, dass sie ein Tier sind. Irgendein Tier, und sie spielen nicht, dass sie ein anderer Mensch sind. Und darum gibt es auch für alle Kinder dieses Bedürfnis sozusagen von Du zu Du auf ein Tier zuzugehen, ein Tier zu lieben, ein Freund eines Tieres zu sein und dass ein Tier ein wirklich guter Freund des Menschen sein kann und oftmals ein besserer Freund als ein Mensch. Das ist alles also für mich völlig normal. Das ist für mich auch heute immer noch ein Gedanke, der nicht bedeutet, dass es die Herabsetzung des Menschen ist oder irgendeine Herabwürdigung, sondern es ist für mich quasi so, es ist sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Und ich möchte jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist es so. Es ist so, dass ich sagen würde, wir reisen durch die Schöpfung, quasi mit derselben Seele. Damit unsere Seele reift, durchleben wir quasi alle Existenzformen, aber eben mit der gleichen Seele und das heißt auch mit dem gleichen geistigen Gut. Sofern es uns nicht irgendwie vielleicht genommen wird durch eine höhere Instanz. Und jetzt möchte ich von einem Erlebnis berichten. Ich schildere mal kurz den Zusammenhang und werde hier an dieses Video ein entsprechendes kurzes zweiminütiges Video anhängen, das bildhaft das wiedergibt, was ich jetzt schildere. Es ist also jetzt etwa 10 Jahre her, da ist mir Folgendes widerfahren, dass in meiner Arbeit als Sozialpädagoge auch ein kleiner Junge war, der an Leukämie erkrankte und letztlich nach mehreren Chemotherapien an Leukämie gestorben ist. Bei seiner Beerdigung kam der Vater zu mir und sagte, Andreas, als Mike im Sterben lag, hat er seine Hand nach dir ausgestreckt. Das hat mich natürlich sehr tief berührt und auch überrascht und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht,
Und die Schulleiterin sagte bei der Abschiedsfeier: Lieber Jesus Christus, nimm Mike mit zu dir in deine Welt, in der Welt der Menschen ist er nicht glücklich gewesen. Auch eine Aussage, die mich sehr stark berührt hat, sehr tief und bis heute und die ich Wort für Wort auch noch behalten habe, diese beiden Aussagen. Jetzt ist mir Folgendes widerfahren, dass Jahre später, ich habe auch auf dem Land gewohnt, abgelegen auf einem Berg. Der Hauseigentümer, der mir das Haus vermietet hatte, hatte unter anderem auch ein Gebäude dort, das aber nicht renoviert war. Und er hatte ein paar Tiere dort, unter anderem Esel, die er täglich oder jeden zweiten Tag auch versorgt hat. Ansonsten waren sie im Stall oder sie konnten auf der Wiese herumlaufen. An diesem Tag, von dem ich jetzt schilder, ist es so gewesen, dass eine Eselin in der Nacht in diesem Gebäude und Stall einen kleinen Esel geboren hat. Und ich kam morgens aus dem Haus heraus, in dem ich wohnte, machte die Tür auf und ging hinaus. Und dann sehe ich die Esel dort stehen, nicht weit von mir entfernt, vielleicht 20 Meter entfernt, 20, 30 Meter entfernt. Die Eselin, die Mutter sehe ich, sie steht da und Gras, daneben der große Hund, der dazugehörte und im Background noch ein Esel. Und dann kommt dieser neugeborene Esel, er ist also erst ein paar Stunden alt, vielleicht 3, 4 Stunden alt, kommt auf mich zu galoppiert. Er kann also auch schon richtig galoppieren, laufen, obwohl er erst ein paar Stunden alt ist. Läuft an mir vorbei, an der Seite und bremst dann. Und er hat mich also bemerkt, der hat etwas von mir bemerkt und meine Ausstrahlung bemerkt und macht dann eine Kehrtwendung, läuft wieder ein Stück zurück, dass er vor mir steht und dreht sich dann zu mir um und kommt auf mich zu und legt seinen Kopf an mein Bein und schmust an meinem Bein. Und natürlich hat mich das auch tief berührt, dieses Erlebnis, weil es ist ja völlig außergewöhnlich. Wir sind uns vorher nicht begegnet. Es ist unsere erste Begegnung. Und in dem gleichen Moment, wo dieser kleine Esel seinen Kopf auf mein Bein legt, sage ich Mike. Denn ich fühle die Seele dieses kleinen, verstorbenen Jungen. Und das klingt natürlich jetzt irgendwie ein bisschen abgedreht vielleicht oder hochmütig oder für viele eher negativ. Für mich ist es so, ich habe lange Zeit, eigentlich auch jahrelang darüber nachgedacht und gerätselt. Aber ich habe es sozusagen auf die Kernfrage reduziert, wieso komme ich dazu, wenn mich ein kleiner Esel begrüßt und seinen Kopf auf mein Bein legt, wieso komme ich dazu, den Namen eines kleinen, verstorbenen Jungen auszurufen? Wie komme ich dazu? Wie kann man dazu kommen? Kann man überhaupt dazu kommen, wenn man es nicht schon vorher geplant hat und sozusagen
diesem Plan folgt. Und das ist für mich so, deshalb ist auch dieses für mich eines der Wunder, die ich erlebt habe, die mir widerfahren sind. Und das war etwas, was ich selber nicht irgendwie irreführend empfunden habe, sondern es war für mich etwas, ja natürlich, in der Welt der Menschen ist er nicht glücklich gewesen, er hat sich nach einem anderen Dasein gesehnt und er landet quasi auf seiner Suche, seine Seele, seine Reise dort, wo ich lebe, wo ich wohne. Es ist aber nicht mein Esel gewesen oder der Mutteresel ist nicht mein Eigentum, sondern es gehörte meinem Vermieter. Er ist also dort geboren, wo ich wohne. Und er kommt auf mich zu, gerade neu geboren und schmust an meinem Bein. Das macht ja ein Tier auch nicht einfach so. Auch jetzt nicht nur ein Esel, sondern eigentlich macht es überhaupt gar kein Tier so, weil es mich ja gar nicht kennt oder es auch bei einem anderen Menschen nicht machen würde. Aber für mich war das alles möglich, alles im Rahmen des Möglichen und es hat mich auch darin bestärkt, dass die Annahme, dass unsere Seele weiterreist nach unserem Ableben hier als Mensch und dass wir wiedergeboren werden können, unsere Seele in einer anderen Form, in einem anderen Körper, also als Tier, aber vermutlich auch als zum Beispiel Baum oder eine andere Existenzform, etwas, was beseelt sein kann, weil es ja unsere Seele ist, die reist, sozusagen auf der Reise ist. Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen und in diesem Video, was ich zeige, sieht man eben, wie der kleine Esel auf mich zugerannt kommt, zugelaufen kommt. Das ist eigentlich so ein großes, großes Wunder, dass ich es normalerweise gar nicht definieren könnte, wie groß dieses Wunder ist, dass dieser Esel zu mir kommt und ich Mike sage, weil ich seine Seele fühle, die Ausstrahlung. Und er ist ja umgekehrt, hat ja gebremst, weil er etwas von mir wahrgenommen hat, meine Aura, und er hat mich erkannt, gefühlt und bremst und geht zurück und kommt dann zu mir. Eine Entscheidung seines Geistes. Da waren also auch Gedanken bei ihm im Kopf, was er jetzt tun möchte, wohin es ihn zieht und auch Emotionen, natürlich, große, tiefe Emotionen, sonst würde er nicht so sanft an meinem Bein schmusen. Der wollte liebkosen, hat sich gefreut. Ein neugeborener Esel voller Freude, auch voller Lebensfreude, was man daran sieht, wie glücklich er galoppiert in seinem Leben, in diesem Dasein, in dieser Welt, in der wir leben, hat gerade die Geburt hinter sich gebracht, das Dasein in dem Mutterleib und ist sozusagen befreit. Er hat Bewegungsfreiraum und kann voller Power galoppieren. Und wirklich glücklich, anders kann man das ja nicht sagen, wenn man ihn betrachtet. Und das möchte ich euch jetzt zeigen und mitteilen. Es ist wirklich wunderschön, anders kann ich es nicht sagen. Bis heute ist es ganz tief in meiner Seele, das werde ich auch nicht vergessen und es wird mich immer begleiten, dieses Erlebnis. Ja. Und ich danke Gott und der Welt dafür, dass ich es erleben durfte. Und ich bin so dreist zu sagen, es ist möglich, dass unsere Seele
in einem anderen Körper wiedergeboren wird. Das sage ich jetzt mal so. Ja, okay. Und jetzt sage ich Tschüss.